Hallo und herzlich willkommen zurück bei, mir auf meinem Kanal und mal wieder einem Infovideo. Es ist schon eine Weile her, dass ich irgendwie so ein Infovideo gemacht habe, so ungefähr ein halbes Jahr. Letztes Mal gab es ja ganz viele Statistiken. Ich will auch wieder ein ganz bisschen Statistiken gleich bringen, aber ich werde das im Rahmen halten. Also bitte nicht gleich abschalten. Und ich mache das einfach nur, um meine aktuellen Denkprozesse bezüglich möglicher nächsten Projekte und was so das letzte halbe Jahr an mir an Beobachtung aufgefallen ist, einfach bloß festzuhalten. Deswegen machen wir hier wieder ganz kurz jetzt am Anfang eine Exkursion in Richtung Kanalstatistik. Ja, eins ist mir sehr positiv und auch ein bisschen negativ aufgefallen in den letzten Wochen, Monaten, nämlich meine Reihe zu Mass Effect. Die wurde eigentlich hatte ich so von der Interaktion, hatte ich das Gefühl, dass die sehr gut angekommen ist. Da gab es vor allem so zwei Leute, die ich an dieser Stelle herausheben könnte, die sehr viel Kommentare hinterlassen haben und bei denen ich den Eindruck hatte, dass die sehr regelmäßig die Serie verfolgt haben, als die Folgen rauskamen. Was mir sehr viel Spaß gemacht hat, keine Frage. Darüber hinausgehendes Interesse und auch irgendwie Interesse, nachdem die Serie vorbei war, von irgendwie Leuten, die zu spät dazugekommen sind, das anzuschauen, ist irgendwie nicht existent und ich finde das ein bisschen schade. Ähnliche Problematik gibt es aber auch bei mir bei so ziemlich allen anderen BioWare-Rollenspielen, egal auf welche Sprache ich die gemacht habe. Deswegen müsste ich mir eigentlich jetzt langsam mal Gedanken dazu machen, ob ich sagen müsste, bye bye BioWare. Weil ich habe ungefähr 40 bis 50% meiner Videos sind zu Spielen von BioWare. Und die Anzahl von irgendwie, ich will jetzt nicht nur sagen Klicks, sondern halt auch von Wiedergabezeit und Interaktion damit ist halt im Vergleich dazu extrem gering. Also es würde mich wundern, wenn das irgendwie 10% meiner Wiedergabedauer hat. Ich glaube, es ist deutlich weniger als 10%. Das sind eher 5%. Und das ist halt irgendwie ein bisschen blöd, wenn 40% meiner Videos irgendwie so quasi kaum die großen Kennziffern haben. Deswegen, ja, ich würde eigentlich schon gerne noch NWN zu Ende bringen, indem ich da noch die Horden des Unterreichs Add-on mache. Und es ist immer noch, Dragon Age Origins ist für mich immer noch so ein Beispiel von, wie für mich das Ideal aussehen würde. Und ja, ich habe da schon viel drüber geredet, über Dragon Age Origins, von daher, ich würde auf jeden Fall Dragon Age Origins noch bringen. Aber Motivation für mich, da aktuell danach noch irgendwie weitere BioWare-Rollenspiele zu machen, ist für mich im Moment relativ gering. Ja, auch irgendwie so andere Sachen wie, ja, gut, die Reihen zu BioWare-Spielen sind halt relativ lang, die kann man nicht so vergleichen mit irgendwas Kurzem und Knackigem wie, sagen wir mal, Homeworld oder sowas, weil da irgendwie Leute dann wahrscheinlich nach 20 Folgen dann vielleicht schon abschalten. Ja, gut, ist geschenkt, aber ich habe auch da ein gutes Gegenbeispiel, zum Beispiel Warlords Battlecry 3, das hat auch 101 Folgen und die waren auch teilweise deutlich länger pro Folgenlänge als die meisten Rollenspielfolgen, die ich gemacht habe und die wurden trotzdem geschaut. Ja, die haben trotzdem so eine durchschnittliche Wiedergabezeit von Video von so ungefähr 400 Minuten pro Video. Das hat kein Rollenspiel, also kein BioWare-Rollenspiel zumindest. Meine Secret of Evermore Folgen haben lustigerweise deutlich mehr, aber das würde ich jetzt nicht als BioWare-Rollenspiel zählen, auch wenn es ein Rollenspiel ist, aber da komme ich gleich noch zu. Von daher, irgendwie so die Serienlänge kann meiner Ansicht nach auch kein guter Indikator dafür sein, was da irgendwie so, warum ich das nicht mit den anderen vergleichen könnte oder was da irgendwie vielleicht falsch gelaufen ist, ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht das allerletzte Wort. Ich vermute aber, nachdem ich irgendwann in näherer Zukunft dann tatsächlich mal Dragon Age Origins mache, dass ich dann das Thema für mich erstmal abhake. Sein, es kommt dann noch irgendwie großes Interesse oder irgendwie Mass Effect Andromeda wird richtig gut oder sowas, aber ich bezweifle es. Außerdem eine weitere Konsequenz aus meiner ganzen Beobachtung da ist, dass ich, glaube ich, bei Rollenspielen in Zukunft darauf verzichten werde, die auf Englisch zu machen. Ich hatte bei Mass Effect noch den Eindruck so ein bisschen, dass die Sprache auch nochmal ein bisschen Leute abgeschreckt hat. Wobei, ja, da bei den Zahlen, die man hat, kann ich da, glaube ich, zwischen Mass Effect-Reihe und Neverwinter Nights, glaube ich, keine so guten Vergleiche machen, weil die Aufrufzahlen da generell halt relativ gering sind. Na gut, dann kommen wir noch zu, welche nächsten Projekte könnten noch passieren. Da mit nächsten Projekte rede ich jetzt nicht von morgen oder übermorgen oder nächste Woche, sondern nach Abschluss von Freelancer, was wahrscheinlich noch so ungefähr einen Monat dauern wird, so wie aktuell gerade die Veröffentlichung läuft, weil es im Moment gerade wieder sehr, sehr viele Projekte gibt, weil irgendwie Siedler 3 Runde jetzt wieder regelmäßig läuft, dann ist immer noch Hearthstone-Liga und allen möglichen anderen Krams ist immer noch da und bei so ungefähr einem Video pro Tag ist das halt irgendwie, kann ich von den meisten meiner Reihen halt nicht viel mehr als 2 bis 3 Videos pro Woche bringen. Dementsprechend wird das wahrscheinlich mit Freelancer noch eine Weile dauern. Ich wollte euch schon mal an meinem Denkprozess teilhaben, was danach kommen könnte. Ich habe ja gerade Dragon Age Origins schon mal erwähnt. Ich finde, es wäre tatsächlich mal Zeit dazu. Ich würde es dann halt auf Deutsch machen. Ähm,
ja, das hatte ich schon gesagt. Eine andere Idee ist, wie ihr vielleicht im Hintergrund seht, wenn ihr nicht die Augen zugemacht habt, nach meiner Spoilerwarnung am Anfang des Videos. Ich hätte vielleicht auch durchaus Interesse, jetzt mal die Witcher-Trilogie anzugehen. Ist so ein bisschen, habe ich dann gespaltenen Eindruck, weil das von der Entscheidungsfreiheit bei weitem nicht so groß ist wie andere Spiele, die ich kenne und der Charakter halt schon vertont ist. Von daher habe ich da nicht so besonders viel zuzufügen, außer ich spiele es halt und das ist halt irgendwie, mich ist das für ein Rollenspiel nicht unbedingt genug. Ja, ansonsten hätte ich auch mal wieder Lust, ein SNES-Spiel zu machen. Wahrscheinlich Rollenspiel wahrscheinlich. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob es jetzt Zeit wäre für die ganz dicken Schinken. Ja, also mit dicken Schinken rede ich so von Größenordnung Secret of Mana 1 und 2 oder Chrono Trigger. Chrono Trigger wiederum müsste ich auf Englisch machen, weil soweit ich das weiß, gibt es da keine deutsche Version von dem Spiel. Ich mag mich irren, vielleicht sagt jemand, hey, gibt's hier diese Fan-deutsche Übersetzung, die du machen kannst. Für die weiß ich nicht, ob es da schon Zeit ist, beziehungsweise für Secret of Mana habe ich immer noch die Traum-Hoffnung-Idee, dass das vielleicht mit jemand anderem zusammen zu machen, um halt auch die ganzen weiblichen Charaktere besser vertonen zu können, als ich das persönlich alleine machen könnte. Deswegen würde ich das vielleicht nicht machen. Chrono Trigger wäre vielleicht noch was, dann müsste ich mich halt irgendwie bei der Charaktervertonung anstrengen oder sowas. Ansonsten wäre vielleicht ein interessanter Kompromiss, der nicht ganz so lang ist, wäre vielleicht Illusion of Time. Das kennen, glaube ich, auch gar nicht so viele. Das wäre, glaube ich, vielleicht eine interessante Zwischenlösung. Ja, ansonsten für andere Genres, wenn die finale Version von Master of Orion Remake oder wie heißt das jetzt, Master of Orion Conquer the Stars rauskommt, dann werde ich da wahrscheinlich noch eine weitere Runde mit einem anderen Volk machen, einfach nur um das auch nochmal zu haben in einem Zustand, wo man sagen müsste, ja, das ist jetzt finaler Release und nicht, ja, ist ja noch Beta, ist noch nicht alles fertig, ja, ne, bitte nicht zu laut rummeckern. Deswegen da folgt bestimmt auch eine neue Runde, um so ein bisschen das Genre ein bisschen mit abzudecken. Ansonsten, Echtzeitstrategie wird halt dadurch, dass jetzt wieder Siedler 3 regelmäßig läuft, wird das halt relativ gut abgedeckt. Ansonsten könnte ich mir immer noch Spellforce als quasi RTS-RPG-Hybrid relativ gut vorstellen. Stellen die mir ganz gut zu Gesicht. Aber da weiß ich nicht, ob ich das jetzt schon demnächst mache, vor allem wenn es wieder Siedler 3 läuft. Wenn Siedler 3 jetzt nicht wieder so gut aufgegriffen werden würde, dann hätte ich mir das vielleicht eher überlegt. Ansonsten natürlich Star Citizen wird wahrscheinlich noch eine Weile weiterlaufen. Auch die Hearthstone-Liga wird noch eine ganze Weile weiterlaufen. Mount & Blade Warband wird wahrscheinlich auch noch eine Weile brauchen, wobei das da ein bisschen davon abhängt, ob ich nochmal irgendwie zwischendurch einen Sprung mache. Ich vermute fast nicht. Aber das letzte Wort ist da, glaube ich, auch noch nicht gesprochen. Kann sein, dass ich dann nochmal irgendwie einen Sprung mache, damit das jetzt nicht sich auf 150 plus Folgen auf die Länge zieht, bis ich das erreiche, was ich erreichen will. Ja, so, das war's dann aber auch soweit. Würde ich sagen, dem geneigten Zuschauer gebe ich dann jetzt auch wieder die Hintergrundgeräusche von dem Video im Hintergrund wieder frei und mich würde aber sehr euer Feedback zu all den Sachen interessieren, was ihr gerne sehen würdet, ob ihr vielleicht andere Ideen habt oder welche von den genannten Ideen ihr euch am besten vorstellen könnt. Deswegen sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Is it done? Yes. Did he believe you? I have no idea. For the cockatrice. And we've a new contract. It won't pay much, but I think it worth the toil. You've been busy. It's yours. A witch's sword. Swallow. Ooh, beautiful. May I? Not here. You'll have ample opportunity soon enough, Witcher. Let's try it out then. The Third Northern War was a clash between two great
Radovid V, known as the Stern, and Emir Var Emrys. Both seemed invincible, yet both were defeated. Nilfgaard, invading from the south, was repelled in the field, while the North's supreme leader fell victim to assassins. Yet Redania stood victorious, and a man who had thus far operated in shadow took up the reins of power. That man was Sigismund Dijkstra. Once firmly in the Chancellor's seat, Dijkstra ruled the victorious North in his patently cynical and ruthless manner. He knew that to preserve peace, he would need to prepare for war. Following Nilfgaard's example, he consolidated his rule over vast lands through a broad program of settlement and industrialization, all for the good of his subjects, though often contrary to their will. As long as his armies went from one victory to the next, Emir's subjects remained boundlessly obedient. When a string of humiliating defeats proved Var Emrys fallible, the opposition, thus far secret, attacked. The subjects of the Emperor who had danced on the graves of his foes laid him to rest in a tomb of his own. While the continent bled engulfed by war, Skellige bloomed under Ceres's enlightened rule. Unlike those who had come before her, the young queen did not raid foreign shores, looking instead to her people, tending to her land. The island-bound nation prospered, though its fangs of yore were dull. Cyrilla, Fiona, Ellen, Rhiannon, heir to Nilfgaard's throne, chose the life of a witcher on the path. Geralt taught her all he knew, every skill he possessed, then each set off on their own. Soon word of the ashen-haired witcheress had spread throughout the north, from the Yaruga to the mountains of Kovir. Hard as it may be to believe, Geralt planted roots in faraway Kovir. He and Triss settled down, their home warm and smelling of freshly baked cakes. Guests were always welcome, no matter the day or the hour. The Witcher would take jobs at times more from habit than need, for Triss earned a true fortune as the mage advisor to Kovir's king.